komm. Ich komme nicht mit. Es tut mir leid, aber mir sträubt sich alles dagegen. Wenn wir jetzt gehen, dann lassen wir unser ganzes Leben hinter uns, unser Zuhause. Und ich hatte mir geschworen, nie wieder nach Deutschland zurückzukehren. Nicht für ein paar Monate, nicht für ein paar Wochen, gar nicht. Und dann kam dieser Anruf. Und in dem Moment war mir eigentlich schon klar, das ist ernst. Und plötzlich stand genau das im Raum. Nicht mit mir. Ich habe doch gesagt, ich gehe da nie wieder hin. Meine Mama hatte diesen Krebs schon einmal. Ein paar Jahre vorher hatte sie schon eine Chemo bekommen. Und dann hieß es sei erstmal alles gut. Und wir haben daran geglaubt. Aber diesmal war es anders. Der Krebs kam zurück und er hatte bereits gestreut. Und diesmal hatten selbst die Ärzte keine gute Antwort mehr parat. Bei diesem Krebs sind die Ärzte an einen Punkt gekommen, wo sie jetzt experimentell weiter fortfahren würden. Es gab keine Garantie. Dieser Moment hat was in mir bewegt. Ab da war mir klar, das ist nicht irgendwas, was einfach durchgestanden wird. Das ist vielleicht der Anfang vom Ende. Deswegen wollte ich nicht alleine gehen. Denn ich wusste, das wird ein harter Moment und ich werde diesen Weg vielleicht nicht alleine schaffen. Und ab da war es keine rationale Entscheidung mehr. Es spielte in dem Moment keine Rolle, wie sehr ich mein Leben gemocht habe in den Tropen. Ab da war es eine Herzensentscheidung und ich wusste, ich musste gehen. Und plötzlich ging es nicht mehr nur darum, was ich will, sondern was sich richtig anfühlt. Ich wollte nicht zurück. In mir hat sich alles dagegen gesträubt. Für mich war klar, wenn wir gehen, dann geben wir etwas auf. Unser Zuhause, unser Leben, unsere Freiheit. Aber am Ende ging es nicht nur um uns. Also haben wir unser Leben in Peru komplett aufgelöst, alles verkauft, ohne zu wissen, für wie lange wir gehen werden. Wochen Monate. oder gar Jahre Und wir haben echt versucht, uns in Deutschland wieder zu integrieren. in den Alltag, Arbeitssuche, Schule, Termine. Gespräche. Weil wir in unsere alte Wohnung wieder zurück konnten, hatten wir am Anfang unseren Wohnsitz bei meinen Eltern in Sachsen. Am Anfang war ich bei meiner Mutter in Lübeck noch sehr kurze Intervalle, weil ihr Gesundheitszustand das soweit noch zugelassen hat. Wir haben funktioniert und das Beste aus der Situation gemacht. Aber innerlich war es anders. Ich habe gemerkt, ich passe hier nicht mehr rein. Nicht, weil Deutschland schlecht ist, sondern weil wir uns verändert haben. Und während ich versucht hatte, irgendwie klarzukommen, war Jolene die meiste Zeit in Lübeck bei ihrer Mama, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Teilweise wochenlang am Stück. Ich habe gesehen, wie sich ihr Zustand verschlechtert hat. Nicht auf einmal, schrittweise. Jeden Tag ging es ihr ein bisschen schlechter. Und ich war mit den Kindern allein. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber ich war am Ende. Nicht körperlich, innerlich. Ich habe wirklich versucht, für sie da zu sein. Ich habe alles gegeben. Aber ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen. Nicht nur emotional, sogar körperlich. Irgendwann konnte ich ihr nicht mehr die Hilfe geben, die sie wirklich gebraucht hätte. Und gleichzeitig war mir bewusst, Sebastian und die Kinder brauchen mich auch. Ich stand zwischen den Stühlen. Egal was ich mache, es fühlte sich falsch an. Und genau das hat mich innerlich zerrissen. Bis ich mir selber eingestehen musste, ich kann nicht mehr. Ich hatte es geschafft, für sie einen Platz im Pflegeheim zu bekommen. Und ich entschied mich, zurück zur Familie zu gehen. Und dann, ein paar Tage später, Ist meine Mutter gestorben. Die Liebe zu meiner Mutter hat uns nach Deutschland geholt. und die Liebe in unser freies Leben in Südamerika hat uns zurückgerufen. Und das haben wir alle gespürt. Somit war die Entscheidung ziemlich schnell gefallen. Und wir haben gesagt, wir gehen wieder Zurück nach Peru. in unser altes Leben. Eigentlich könnte das Video an dieser Stelle schon zu Ende sein. Aber dann ist noch etwas passiert. Aus heiterem Himmel ist meine Mutter auch verstorben. Ein paar Wochen vor unserem Rückflug.
ohne Krankheit, ohne Anzeichen, ist jetzt ungeklärt. Und das war der Moment, den ich bis heute nicht richtig greifen kann. Ich habe gesagt, ich komme nicht zurück, nicht mal zur Beerdigung. Und plötzlich waren wir genau deswegen da. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber der Gedanke kommt immer wieder auf. Eins haben wir aus dieser ganzen Zeit gelernt. Du kannst planen, wie du willst. Du kannst deinen Weg gehen. Aber oft kommt es anders, als du denkst. Und das Schicksal entscheidet für dich.